Ein neues Jahr hat begonnen und diesmal hat es uns mit ganz viel Wind und Regen begrüßt. Ich mag es mir vorzustellen, dass der Regen eine reinigende Wirkung hat. Nicht nur auf die Natur, sondern auch auf uns, auf unser Inneres. All die negativen Gedanken, alle Unstimmigkeit, all die Last der vergangenen Wochen und Monate wird einfach davongespült. Ein bisschen wie eine Dusche für unsere Seele, eine längst überfällige und so dringend benötigte innere Reinigung. Und wir dürfen sie einfach annehmen und alles Alte loslassen. Und der stürmische Wind trägt es einfach davon. Ich mag diese Vorstellung. Das neue Jahr beginnt mit einer inneren Reinigung. Ein Neuanfang sozusagen. Ein neues, sauberes Blatt Papier, das in bunten Farben und mit neuen, wunderbaren Motiven bemalt werden darf. Ich hoffe, du hattest einen entspannten Jahreswechsel und dass du in deinem ganz eigenen Tempo in das neue Jahr starten kannst. Ich weiß nicht, wie es sich für dich anfühlt, aber für mich war der Jahreswechsel eigentlich immer verbunden mit vielen Erwartungen, die gehüllt in einen Schleier aus Leistungsdruck daherkamen. Das neue Jahr sollte besonders werden, besser, ereignisreicher, erfüllender als das Jahr davor. Doch diesmal fühlt es sich irgendwie anders an. Ich habe keine bestimmten Ziele, keine Vorsätze. Und ganz ehrlich, ein bisschen fühlt es sich wie Aufgeben an, aber gleichzeitig auch so befreiend und leicht. Es ist nicht so, als hätte ich bereits alles erreicht, was ich je wollte, oder dass sich alle Probleme in Luft aufgelöst hätten. Nein, so ist es leider nicht. Es gibt so einige Dinge, die nach wie vor noch gelöst werden dürfen. Unsere Wohnsituation zum Beispiel. Seit einigen Monaten suchen wir nun nach einer Wohnung, in der wir uns wohlfühlen und zumindest für die nächsten paar Jahre dauerhaft wohnen bleiben können. Ich hatte mehr dazu bereits letztes Jahr im September erzählt. Seit Anfang des Jahres sind wir jedenfalls wieder in einer neuen Ferienunterkunft. Doch es fühlt sich alles andere als nach Ferien an. Seit Monaten heißt es für uns daher immer wieder zusammenpacken, auspacken, sich in der neuen Unterkunft zurechtfinden und ankommen, bis es dann wieder weitergeht. Jeder hat seine ganz eigenen Herausforderungen. Das Leben besteht nun mal aus Höhen und Tiefen. Und auch wenn mir das nicht erst seit gestern klar ist, so bin ich doch immer wieder mit großen Erwartungen in das neue Jahr gestartet. So, als würde sich mit dem Jahreswechsel eine magische Tür öffnen, hinter der sich nur Sonnenschein, Leichtigkeit und pure Lebensfreude verbergen. Wie oft
bin ich durch diese Tür bereits gegangen. Und wie oft habe ich mich selbst unter Druck gesetzt, das neue Jahr zu dem Jahr meines Lebens zu machen. Oft genug, um endlich zu begreifen, dass ich nicht zu den Menschen gehöre, die unter Druck gut funktionieren, wie es so schön heißt. Sich etwas vorzunehmen, Ziele zu setzen, kann etwas ganz Wundervolles sein. Es kann uns antreiben, unserem Leben einen Sinn geben, aber es kann uns auch die Lebensfreude und, so paradox es auch klingen mag, den inneren Antrieb nehmen, wenn es nur noch darum geht, um jeden Preis das Ziel zu erreichen. Wenn der Prozess selbst zur Nebensache wird, wenn ich durch die Woche hetze, um endlich das Wochenende zu erreichen, wenn der Alltag nur noch ein Mittel zum Zweck wird. Naja, zumindest ging es mir damit so. Und nachdem mir irgendwann so richtig bewusst wurde, dass Druck und eine gewisse Verbissenheit mich eher lähmen, als dass sie mich pushen, hat sich begonnen, etwas in mir zu verändern. Ich habe das Gefühl, dass mit dem Druck, den ich nun mehr und mehr loslassen kann, auch die Angst davor, schlechte oder keine Leistung zu erbringen, sich langsam verflüchtigt. Beziehungsweise die Angst, nicht zu wissen, wer ich bin, wenn nicht diejenige, die alles im Griff hat und zielstrebig ist. Es fühlt sich einfach leichter an, irgendwie fließender, sanfter. Wenn ich zum Beispiel an die Situation mit der Wohnung denke, anstatt krampfhaft jede freie Wohnung in der Umgebung besichtigen zu wollen, um endlich ein Zuhause für mich und meinen Mann zu finden, habe ich innerlich etwas Abstand zur Situation genommen. Ich suche nach wie vor regelmäßig weiter, aber anstatt mich darüber aufzuregen, wie belastend ich die Situation finde und wie sehr ich mir eine endgültige Lösung wünsche, fällt es mir nun leichter, die positiven Dinge an dem Ganzen zu sehen. Wir haben die Möglichkeit, in vielen verschiedenen Wohnungen und Orten zu leben, wodurch wir Neues kennenlernen und auch für zukünftige Unterkünfte besser verstehen, was uns wichtig ist und was nicht. Ich stelle fest, mit wie wenig Sachen wir bestens zurechtkommen, wie kreativ ich sein kann, wenn es darum geht, aus dem, was da ist, etwas zu zaubern. Ob es um die Küche geht, darum, uns ein gemütliches, heimisches Gefühl zu kreieren. Und auch was meine Videos betrifft. Ich sehe die wechselnden Unterkünfte als ein Plus beim Erstellen meiner Videos. So bekommt ihr, momentan zumindest, immer wieder wechselnde Einrichtungen und Ortschaften zu sehen. Was ich mit diesem Neujahrsvideo zu sagen versuche ist, schätze ich, finde dein ganz eigenes Tempo in diesem Jahr, in deinem Leben. Es ist so leicht, uns von den Stimmen um uns herum einnehmen zu lassen und sie letztlich zu unserer eigenen zu machen. Nur weil wir irgendwann das Wort Neujahrsvorsätze gelernt haben, müssen wir es nicht in unser Leben integrieren. Nur weil andere unter Druck gut funktionieren, muss für uns nicht das Gleiche gelten. Ich mag die Vorstellung,
dass ein Jahreswechsel einen Neubeginn mit sich bringt, ein unbeschriebenes Blatt Papier, das neu bemalt werden darf. Nur diesmal nehme ich mir Zeit und lasse mich von den Farben des Lebens inspirieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.